Es gibt keine unmöglichen Träume. Beschränkt ist nur die Wahrnehmung des Möglichen. Ein gutes Tagen mag ich dieses Lebensmotto am liebsten. Ich bin ein Genussmensch. Ich esse und trinke sehr gerne, manchmal auch zu viel. Ich bin humorvoll, sehr gerne mit Menschen zusammen. Ich führe gerne interessante Gespräche und höre gerne zu. Beruflich bin ich engagiert im Fachdienst Erwachsene der Selbstbestimmt GmbH in Menschen tätig. Mein Hauptanliegen in meinem Job ist es, durch mein Tätigsein etwas zur Verbesserung der Leben- und Arbeitsqualität von den Menschen beizutragen, die dort arbeiten und die dort betreut, unterstützt und gefördert werden. Auch ich muss wie der Mensch mit meinen Lebensbedingungen leben, sie annehmen und mein Leben irgendwie bewältigen. Wenn man schwer behindert ist, wie ich, und für alle Verrichtungen und bei allen Tätigkeiten den Nagel auf die elementare Hilfe und Unterstützung anderer Menschen angewiesen ist es nicht immer noch ganz einfach. Grundsätzlich bin ich aber ein eher positiver Mensch. Meine Behinderung wird medizinisch als spastische Tetrapakete bezeichnet. G32 nach ICD-10 und von den Krankenkassen meines Wissens als chronische Krankheit behandelt. Und das ist für meine medizinische Versorgung nicht unbedingt schlecht. Insbesondere wenn ich aufgeregt bin und vom Publikum oder von der Kamera sprechen muss, fällt mir das Sprechen sehr schwer und ich rede teilweise unverständlich oder kann gar nicht sprechen. Außerdem habe ich aufgrund der Behinderung eine Sehschwäche, weil ich den Fokus nicht lange an einer Stelle halten kann, habe ich Probleme beim Lesen. Ich kann nur gut laut lesen. Aufgrund der Spastik in meiner Körperspannung jeden Tag anders, insbesondere nach dem Ende der körperlichen Pubertät hat die wechselnde Spannung nochmal sehr stark zugenommen. Und aufgrund der hohen Anspannung habe ich häufig eine Refluxstörung. Das ist mir dann sehr unangenehm und peinlich und ich fühle mich in solchen Situationen meinem Körper und meiner Behinderung sehr stark ausgeliefert und
machtlos. Ich wurde vorher angefragt, ob ich auf die Tagung als Experte in einer dem Thema Gesundheit und Gesundheitsförderung sprechen könnte. Experten in eigener Sache sind wir doch irgendwie alle. Schließlich weiß jeder und jeder von uns, was er oder sie braucht, um ein gutes, gesundes und angenehmes Leben führen zu können. Zumindest sollte man das wissen und immer wieder darüber nachdenken. Auch Menschen mit Behinderung können zumindest relativ klar zeigen, was ihnen gut tut oder nicht gut tut. Auch wenn sie wenig Kommunikationsmöglichkeiten haben, so können sie meist ihr Wohlbefinden über ihre Körperspannung ausdrücken. Es ist schade, dass der Terminus Experte in eigener Sache gerade bei Menschen mit Behinderung heute immer noch als Status extra hervorgehoben werden muss. Aber auch ich bin der Meinung, dass dies heute leider immer noch notwendig ist. Schließlich werden auch Menschen, die nur eine Körperbehinderung haben, von Menschen ohne Behinderungen und ohne Erfahrung in diesem Bereich oft per se auch eine geistige Behinderung unterstellt. Und auch wenn ich weiß, dass ich aufgrund meiner sprachlichen Einschränkung, aufgrund der Tatsache, dass ich immer mit meinem ganzen Körper reagiere und aufgrund meiner Sachen auf Fremde vermutlich zunächst wirke wie ein geistig Behinderter, so stört und belastet mich diese Einstellung am meisten. Die Einstellung nervt und dann mindert meine Lebensqualität. Vor allem die Kontaktaufnahme auf Augenhöhe wäre das wert und es ist sehr viel Sensibilisierungsarbeit und Verständnis von meiner Seite gefordert. Ich habe aber gute Hoffnung, dass ich die Gesellschaft noch so weiterentwickeln kann, dass Menschen mit Behinderungen aller Art noch stärker als gleichwertige und gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft anerkannt werden. Und dann wäre auch die Herausstellung von Menschen mit Behinderung in eigener Sache nicht mehr extra notwendig. Das wäre mein großer Wunsch für die Zukunft. Wenn Sie mich fragen, ob ich mich gesund fühle, würde ich Ihnen wohl meistens mit Ja antworten. Weil wer definiert überhaupt gesund sein? Und kann man das überhaupt sogar definieren?
Ich bin der Meinung, man kann es nicht. Deswegen habe ich auch das Fragezeichen im Vortrag belassen. Weil wer definiert das gesunde Leben? Also ich kann nicht wirklich sagen, ob ich gesund lebe. Ich kann nur sagen, wann ich mich wohlfühle. Und wenn ich mich wohlfühle, fühle ich mich auch gesund. Für mein Wohlbefinden ist vor allem entscheidend, ob ich mich mit den Menschen in meinem Umfeld, vor allem mit den Assistenzkräften, die mich heute in 24 Stunden Assistenzmodell unterstützen, wohlfühle. Kurz gesagt, ein entscheidender Faktor für mein Wohlbefinden ist die Sicherung eines bedarfsorientierten Unterstützungssystems für mich, also die bedarfsgerechte Unterstützung durch meine Assistenzkräfte, und zwar aufgrund meiner Unterstützungsbedarf kann diese Unterstützung nur wirklich mit 24 Stunden Assistenzbedarfsgerät sein. Und diese Tatsache wurde mir eigentlich schon in der frühen Kindheit sehr bewusst. Genau gesagt, ab dem Moment, in dem ich mir der elementaren Abhängigkeit von anderen Menschen und deren Relevanz für mein Leben bewusst wurde. Ich wuchs wohlbehütet und umsorgt von Anfang an als normales Familienmitglied respektiert bei meinen Eltern, mit meinem Bruder in Konstanz am Bodensee auf. Ich besuchte einen Kindergarten, in den eigentlich nur nichtbehinderte Kinder gegangen sind. Meine Eltern waren sozusagen die Integration in das normale Leben für mich schon ganz früh sehr wichtig. Und im Kindergarten bekam ich einfach eine Erzählung sozusagen zur Verfügung gestellt, die überwiegend für mich da war und die mir schon früh eigentlich assistiert hat. Also ich hatte zum Beispiel schon früh ganz klare Vorstellungen, wie was gebastelt werden soll, wie was aussehen soll, und habe dann schon sehr früh mit meinem klaren Kopf Anweisungen formuliert. Mir war wichtig, dass ich anleite und dass ich meine Persönlichkeit einbringen kann. Bis zum Ende meiner Realschulzeit und bis zu meinem ersten Abschluss habe ich bei meinen Eltern und mit meinen Eltern zusammen gelebt. Und meine Eltern sind bis heute meine größten Unterstützer und Förderer. Mein Vater hat mich in der Schule und
sein extrem unterstützt und gefördert. Ich habe mit ihm vor allem lesen gelernt und er hat mir bei den Hausaufgaben assistiert und so habe ich auch schon das Handeln mit Assistenz gelernt. Und meine Kindheit und Jugend war im Nachhinein sehr schön und auch unbeschwert. Natürlich hatte mich insbesondere während der Pubertät die elementare Abhängigkeit und der Angewiesenheit an meine Eltern sehr gestört, aber das geht ja eigentlich jede Jugendliche so zumindest auch bei mir der Drang spürbar, dass ich unabhängiger von ihnen werden wollte und einfach mal auch an das Leben, um die Fachoberschule und mein Studium absolvieren zu können, muss ich schließlich nach München umziehen. Es gab in Deutschland und Umgebung einfach nach der Realschule keine gute Weiterbildungsmöglichkeit für mich. Deswegen musste ich nach München umziehen und habe dort gleich eine Wohngruppe als alternative Lebensform kennen und teilweise auch lesen gelernt. Und schulisch waren die Einrichtungen der Pennyparade und sind ja Einrichtungen der Pennyparade für jemanden wie mich die beste Wahl und die Unterstützung und Förderung in der Schulzeit auf der Fachhochschule war optimal. Während meines Studiums und vor allem nach dem Umzug auf eine andere Wohngruppe stellte ich mir aber immer stärker die Frage, wie es wohl möglich sein könnte für mich und auch für andere ein tatsächlich bedarfsorientiertes Unterstützungssystem zu schaffen und zu sichern, denn die Unterstützung auf den Wohngruppen war für mich einfach nicht optimal. Die Mitarbeiter haben sich alle Mühe gegeben, aber sie mussten ja noch andere Mitbewohner mit ähnlichem Unterstützungsbedarf versorgen und konnten deswegen meinem tatsächlichen Unterstützungsbedarf einfach nicht gerecht werden. Und im Nachhinein war das Gefühl, fremdbestimmt und unfrei zu sein und mehr oder weniger in Strukturen gefangen zu sein, aber die Wohngruppe einfach zu groß. Und wie gesagt, die Frage, wie bedarfsorientiert diese Unterstützung möglich ist, oder sein könnte, habe ich mir auch schon während des Studiums gestellt. Und am Ende meines Studiums habe ich sogar das Thema bedarfsorientierte Betreuung in Viertelstädten zum Thema meiner Bachelorarbeit gemacht. Und während des Entwicklungsprozesses dieser Arbeit wurde mir auch immer klarer, in welcher Lebensform ich in Zukunft leben wollte, nämlich
in meiner eigenen Wohnung mit 24 Stunden Assistenz, um eine bedarfsorientierte Unterstützung für mich zu sichern. Weil mir wurde auch in dem Schreibprozess, in dem meine Mitarbeiter bewusst, dass es sehr schwer möglich wird, bedarfsorientierte Unterstützung tatsächlich in Einrichtungen zu sichern und zu gewährleisten, weil man ja immer an die Bedingungen gebunden ist, die die Kostenträger vorgeben. Für die Sicherung der bedarfsorientierten Unterstützung muss man weiterhin in Einrichtungen kämpfen. Außerdem wollte ich einfach in meiner eigenen Wohnung freier leben und so selbstbestimmt wie möglich. Heute ist meine Lebenssituation so aus, dass ich diesen Schritt gewagt habe und nie bereut habe. Ich lebe heute zufrieden eben mit 24 Stunden. Also ich kann meinen Tag gestalten, wie ich will. Jede Assistenzkraft in meinem Team bringt sich mit ihrer individuellen Art zu meinem Wohlbehandeln und mit ihrer Art, mit mir umzugehen und in Kommunikation zu treten, ein und bereichert mein Leben elementar und dadurch erweitert sich auch mein Horizont und meine Möglichkeiten sind erweitert. Es sind in der Arbeit auch schon sehr wertvolle Freundschaften entstanden. Ich war zum Beispiel auf dem Berg, der als nicht barrierefrei ausgewiesen ist, und ich musste tatsächlich oben auf dem Berg musste im Rollstuhl getragen werden, aber der Ausblick war grandios und das sind einfach Unternehmungen, die kann man nur individuell machen und das wäre in keiner Einrichtung. Da wird die Zeit da. Natürlich brauchen wir auch Menschen, die bereit sind, Unternehmungen mit zu machen, aber ich sage heute, genau das ist das eben bedarfsorientierte Unterstützung, dass man auch Menschen finden kann und finden muss, die auch neue Unternehmungen mitmachen. Und ich habe den Vorteil, dass ich mir meine Assistentkräfte größtenteils selbst ausgesucht habe. Meine Lebensqualität ist gestiegen. Die Körperleistung hat sich in der Regel im Vergleich zum Leben in anderen Wohnformen stark reduziert. Ich kann für mich sagen, wenn ich lebe und mein Tag gestalten kann, wenn ich also gefühlt eine gute Lebensqualität erreiche und sicher, dann fühle ich mich auch gesund. Und bei Ärzten bin ich selten und bei Therapien
anbetrifft, mache ich im Moment mal eine Pause. Mir wird immer klarer, dass ich nur mit Selbstbestimmt gut leben kann und möchte und dass ich auch nicht zurückgehen möchte in andere Wohnformen, die mich mehr einschränken. Und heute muss ich einfach sagen, das Gefühl, freier und leben, in der Nähe zu sein und das Gefühl, heute kann man nur haben und gewinnen zu können, dieses Gefühl beflügelt und macht glücklich. Ja, mein Lebensstil finden nicht alle gut. Insbesondere was das Thema Therapien und Gesundheitsförderung betrifft, erhalte ich natürlich Ratschläge von vielen Menschen, insbesondere natürlich von meinen Assistentenhelfern, die tagtäglich mit mir zu tun habe. Und manchmal empfinde ich diese Ratschläge tatsächlich als hilfreich. Aber letztlich kann, darf und muss ich selbst entscheiden, wie ich mit meinem Leben und mit meiner Gesundheit umgehe. Ich bin voll gelähmfähig und nur behindert und eigenständiger und selbstständiger zu werden und zu denken, gehört nun mal auch irgendwie zum Erwachsenwerden und zur Verselbstständigung von den Menschen mit dazu. Und natürlich habe auch ich in der Kindheit Therapieprogramme und ärztliche Untersuchungen durchlaufen. Nur habe ich das früher für mich nicht so reflektiert und jetzt überlege ich halt eigenständig, was mir gut tut und tue nur noch das, wo ich wirklich eine Wirkung spüre. Und das ist halt Selbstbestimmung. Genauso wie Menschen mit auch ja, prinzipiell auch nur das tun, ja, was sie für richtig und sinnvoll halten und was es mir gut tut, mache ich das auch. Mein Beispiel zeigt, auch wir Menschen mit Behinderungen können und wollen so für unsere Lebensbedingungen so frei und so selbstbestimmt wie möglich mit so viel Unterstützung wie unbedingt nötig leben. Und wir wollen uns keinen Ärzte oder Therapieplänen unterziehen, hinter denen wir nicht selbst stehen. Um so ein Leben finden zu können, sind wir auf Unterstützer angewiesen, die uns ganzheitlich unsere Entwicklung begleiten und gute Assistenz leisten. Danke für die Aufmerksamkeit.